Was haben Sonic, Zelda und The Last of Us gemeinsam? Sie alle haben uns mit einem einzigen Sound so sehr traumatisiert, dass wir die Geräusche bis heute nicht vergessen haben. Weil sie so furchtbar, so nervig oder einfach nur penetrant waren. Hier sind 46 davon. Du stirbst gleich! Hätte ich Sonics Ertrinken-Soundtrack schon zu meinen Schulzeiten gekannt, wäre ich mit so einem Wecker wahrscheinlich nie zu spät gekommen. Das ist die Musik, die spielen sollte, wenn dein Handy nur noch 1% Akku hat. Es ist unfassbar, wie man nur 3 Beats braucht, die langsam schneller werden, um die größten Angstzustände unter 90er Jahren Kindern auszulösen. Ich denke nicht, dass ein Videospiel je besser das Gefühl von "Ich brauche Luft" eingefangen hat. Oder von "Tails hat meine Luftblase gestohlen und ich muss jetzt sterben". Warning, entering ecological dead zone. Adding report to databank. Gerade wenn man keine Ahnung hat, was auf einen zukommt, kann es ein traumatisierendes Erlebnis sein, wenn man unbekümmert in die Randgebiete von Subnautica taucht und urplötzlich von einem fußballfeldgroßen Wasserdrachen angegriffen wird, der sich von hinten zu dir durchkaut. Nie wieder wird man danach die Signifikanz der Computerwarnung auf die leichte Schulter nehmen. Wenn ein völlig unfertiges Spiel immer noch das Interessanteste ist, das in über einer Dekade videospieltechnisch veröffentlicht wurde und sich Publisher Konami denkt, Geld? Erfolg? Kritischer Erfolg? Hype? Nee. Handyspiele! PT ist eine absolute Legende und als das Hintergrundgeplapper des Radiosprechers plötzlich abbricht, um dich als Spieler anzusprechen. Ein unvergesslicher Moment für jeden, der den Teaser zu Hideo Kojimas Silent Hills gespielt hat. Du bist in diesem Augenblick so perplex, dass der Radiosprecher extra noch einmal wiederholt, dass du dich umdrehen sollst. Und wehe dir, du hast nicht genug Horrorfilme geschaut und tust das wirklich. Dann geht das brillante Sounddesign noch weiter und für einen Sekundenbruchteil, wenn Lisa dich packt, setzt die Musik völlig aus. Obwohl du passend zum Visuellen einen lauten Knall erwartest, der dann aber erst kurz darauf kommt, wenn du den Klimax deiner Panik erreicht hast. Dass Hacker herausgefunden haben, dass Lisa das ganze Spiel über hinter dir ist, weil sie mit der Blickrichtung der Kamera verbunden wurde, macht das Ganze nur noch unheimlicher. Machen wir uns nichts vor, wenn es um nervige Sounds geht, toppt kaum etwas jene Trommelfellvergewaltigung, die sich manche Spieler ausgedacht haben, wenn die Lebensenergie zur Neige geht. Das Geräusch, das ich höre, wenn die Tankanzeige meines Wagens zu blinken beginnt. Nie habe ich den Lautstärkeregler meines Gameboys so oft benutzt wie in Pokémon. Zugegeben, irgendwie ist es auch der perfekte Sound, um die Emotionen zu transportieren, wenn du kurz vor dem Sieg bist und dann deine Attacke daneben geht. Oder jedes verdammte Mal, wenn du dich an einer Hardcore-Nuzlocke-Challenge ausprobierst und das Geräusch bedeutet, dass dein Pokémon buchstäblich mit dem Leben kämpft. Es klingt nicht umsonst wie die Sirene eines Rettungswagens. Erst Pokémon Schwarz und Weiß haben den Bogen bekommen, indem sie das nervige Gepiepe in einen der beliebtesten Songs des Soundtracks verwandelt haben. Im Sinne von, dein Pflanzen-Pokémon ist on fire! Genau wie der Beat. Der Song ist die perfekte Verkörperung vom finalen Bosskampf gegen Liga-Oberhaupt Cynthia, wenn du sie bis zu ihrem letzten Pokémon runtergekämpft hast und dann dein verdammter DS rot zu blinken beginnt, ohne dass dein Ladekabel in Reichweite ist. Nintendo Exclusives haben da ohnehin eine Begabung für. Wenn man in Super Paper Mario bei seinem letzten Herzen angekommen ist, lernt man erst, wie papierdünn die eigene Geduld sein kann. Den Godfather der nervigen Lebensenergiewarnung nicht zu vergessen. Aber es ist sicherlich keine Nintendo-exklusive Macke. Man sieht Soras trauriges Gesicht förmlich vor sich. Und Spieler, die Kingdom Hearts im Critical Mode versucht haben, werden das als ihre Nationalhymne wiedererkennen. Das Geräusch ist so beruhigend, dass selbst Donald die Fresse hält und der labert immer
Es ist das Sinnbild für jedes Kind, das damals dachte, oh hey, ein Spiel mit Disney-Charakteren, wie niedlich. Das wird sicherlich ein knuffiger Spaziergang. Das Schöne ist ja, dass sie diesen wundervollen Trend in der ganzen Reihe beibehalten haben. Es ist sozusagen eine Kingdom Hearts Tradition. Ähnlich verhält es sich mit diesem minimal weniger aufdringlichen Sound, den jeder Spieler von Halo 3 kennen wird. Speziell jene, die es auf der Legendary-Schwierigkeit versuchen. Und weil einfache, penetrierende Geräusche für die Fable-Entwickler nicht genug waren, ruft der Gildenmeister dir den Stand der Dinge buchstäblich ins Gedächtnis. Your health is low. Do you have any potions or food? Kein Wunder, dass man den Hass der Fans auf ihn im zweiten Teil mit Humor besänftigen wollte. So heißt der Tränkeshop im Bloodstone Your health is low und laut einem der Ladebildschirmtexte sind das auch die Worte, die der vorangegangene Held in die Stirn des Gildenmeisters geritzt hat, nachdem er ihn entnervt umbrachte. Auch Gargoyles spielen auf dieses alte Meme an, indem sie den Helden fragen, ob er noch Tränke oder Essen bei sich hätte, bevor sie sich scheckig lachen. Hero, you got any health or potions? Wenn du dir als Evoland-Entwickler denkst, Sounddesign ist meine Berufung und es dann für eine gute Idee hältst, den Wecker deiner Großmutter aufzunehmen und in dein Spiel zu integrieren. Oder den Ofen deiner Mama, der das Vorheizen abgeschlossen hat. Mal ehrlich, was soll dieses nervtötende Gedudel? Muss das wirklich sein? Was ist der Sinn dahinter? Das Einzige, was es bezweckt, ist, dass ich schneller sterbe, um es aufhören zu lassen. Auch wenn ich dadurch Spielfortschritt verliere, ist das immer noch besser, als sich das dauerhaft anzuhören. Es geht doch auch anders. Axiom Verge ermahnt dich zwar ebenfalls mit Gepiepe, passt den Beat aber an den Soundtrack an und lässt ihn damit auf coolste Art verschmelzen. Babys. Dass sich so viele Gamer genau an dieses Level aus Max Payne erinnern, sagt bereits alles aus, das man wissen muss. Man möchte sich gar nicht ausmalen, wie viele Kinder in dieser Traumsequenz damals zum ersten Mal lernten, was wahre Angst bedeutet. Und Erwachsene einen Anhaltspunkt dafür bekamen, wie sich Depressionen anfühlen könnten. Selbst die unaufhaltbare Abrissbirne Max wird in Angesicht der Babylaute zerbrechlich und spätestens, wenn man den Ort erreicht, von dem sie ertönen, sind auch einige von uns zerbrochen. Ähnlich wie viele sich bei Max Payne nur an das Baby-Level erinnern, geht es mir bei Catherine genauso. Diese Boss-Stage ist nicht nur eines der härtesten Level im gesamten Spiel, es macht dich durch die Rufe und Schreie des gigantischen Monsterbabys unter dir auch absolut wahnsinnig. Nach dem Beenden hatte ich mir damals eigentlich geschworen, so etwas nie in die Welt zu setzen. Die Schreie gepaart mit Troy Bakers Stimme, quasi dem Pedro Pascal der Videospiele, weil er überall ist fast so stimmig wie der Ausruf am Ende des Levels. Yeah, baby, I beat this night! Wenn ich die Baby-Zombies in Dying Light nie wieder hören muss, ist das auch noch zu früh. Aber schlimmer geht immer. Trommelwirbel für den Gewinner des traumatischsten Gaming-Sounds in der Kategorie Baby. Das ist noch echte Musik, nicht der Schund, den die jungen Leute heutzutage hören. Bitte erhebt euch für die Nationalhymne der YouTube-Kommentare, wenn du online eine Meinung äußerst. Die Geburtenrate Mitte der 90er muss erheblich zurückgegangen sein angesichts Nintendos erfolgreicher Verhütungskampagne. Je länger du zuhörst, desto erfreulicher findet man, dass Mario nicht wirklich existiert, oder? Stell dir nur mal vor, du hättest ihn in Babyform an Bord deines Transatlantikflugs. Werbung! Schnell, noch bevor der Sommer vorbei ist. Zuckerfrei, vitamingespickt und vegan. Die Holy Milkshakes sind wieder da in den Geschmacksrichtungen Vanilla, Hazelnut, Banana, Strawberry und Caramel und lassen sich sowohl mit Kuh- als auch mit Pflanzenmilch anrühren. Für die Cremigkeit ist gesorgt. Bei den Dekorationen musst du dich aber austoben. Mit dem Code LOTOFNERDS erhältst du 10% auf deine Bestellung und unterstützt aktiv den Kanal und seinen Content. Traumatische Gegnerbegegnungen.
Du flüchtest als Magier vor einer Horde Feinde, dein Mana ist aufgebraucht, ebenso wie deine Heiltränke und auch keine Portale sind griffbereit. Verzweifelt öffnest du diese verfluchte Tür und wirst von jenen schaurigen Worten begrüßt. Frischfleisch. Fresh meat. Bevor das Hackebeil wiederholt auf dich heruntersaust und dich zur Pastete verarbeitet. Viele Spieler sind an dieser Stelle damals für eine Weile zu StarCraft gewechselt. Im Gegensatz zu den neueren Diablo-Spielen warst du im ersten Teil noch nicht so overpowered und quasi unbesiegbar, wodurch Jumpscares wie dieser durchaus funktionierten. Der Butcher ist groß, furchterregend und der erste Gegner, der genauso schnell ist wie dein Charakter. Ganz zu schweigen, dass er eine härtere Nuss ist als der finale Boss. Zumindest, wenn man ihn nicht austrickst. Eine Legende, die es auch in andere Spiele geschafft hat. Pudge the Butcher in Dota ruft bei seinem Ultimate auch eine Itembeschreibung, die du auch in den Borderlands-Spielen lesen kannst, wenn du die Butcher Shotguns untersuchst. Fallout 2 Sklavengilde begrüßt dich genauso, während ihr Anführer Metzger heißt, und in Dead Island kannst du die Trophäe Spoiled Meat freischalten, wenn du einen Butcher-Zombie mit einer Axt erledigst. Ein wesentlich gruseliger Ausruf als der Spruch der Heldin, wenn sie den Butcher nach dem Kampf lootet. Now where would I put this? Wenn du dich selbstsicher in den Online-Modus von Mass Effect 3 einloggst, deinen Kameraden vorwärts zurufst und dann der Banshee-Schrei ertönt, der dein Kommando zu flieht umkehrt. Spätestens wenn eins der Viecher viel zu nah in dein Scharfschützenvisier auftaucht, gibt's Schleifspuren in der Hose. Schon ab dem normalen Schwierigkeitsgrad sind die Mistkerle so hart zu besiegen, dass Wegrennen die intuitivere Reaktion ist, als zu kämpfen und das Blut in deinen Adern gefriert, wenn du mehr als einen Schrei gleichzeitig hörst. Es erinnert mich immer ein bisschen an die Situation, wenn der Zahnarzt sagt, dass man nichts spüren wird und das Kind im Nebenzimmer dann zum Banshee mutiert. Ein so ikonischer Schrei übrigens, dass sie ihn gleich in die Banshee-Achterbahn in Kings Island eingebaut haben, wenn es abwärts geht. Ich weiß nicht, was ich unheimlicher finde. Mir vorzustellen, ich würde durch die Dunkelheit schleichen mit diesen Geräuschen um mich herum oder dass Menschen diese Geräusche aufgenommen haben. Auch wenn manche davon klingen wie ein betrunkener Wecker, wirken viele von ihnen so viel lebhafter als die typischen Zombies in anderen Spielen. Man merkt ihnen oftmals ihren Schmerz an, besonders wenn ihre Töne wie Weinen klingen. Die Runner sind dahingegen fast noch schlimmer, wenn ihr Gestöhne entweder klingt, als würden sie vor Schmerzen schreien oder versuchen etwas Sinnhaftes zu sagen, das aber einfach nicht über ihre Lippen kommen möchte. Ein ähnlich trauriges Schicksal vermitteln die Zombies in Half-Life 2, deren Schreie rückwärts abgespielt tatsächliche Hilfeschreie ergeben. Wenn die Headcrab auf dem Kopf die Kontrolle über den Menschen übernimmt, bleibt der noch am Leben und spürt alles, das ihm widerfährt. Sei es das Aufsprengen seines Torsos, das Herausdrücken der Organe oder das Aufreißen des Handgelenks, um die Klauen herauswachsen zu lassen. Ein Schicksal, bei dem man den Tod vorziehen würde. Und ihr fürchterliches Schreien ist eine Erinnerung daran, dass jedes Niederschießen eines Zombies eine Erlösung für den Wirt ist. Das lässt selbst Pater Grigori weniger wahnsinnig erscheinen, der die geplagten Seelen im Namen Gottes befreien möchte. Wenn du die süßen Geschütze in Portal zu sehr ärgerst und sie ihren älteren Bruder rufen, dann kriegst du es mit den Emmys aus Metroid Dread zu tun, die sich so elegant und effizient durch ihre Areale winden, dass man kaum glauben kann, dass es sich bei ihnen um Roboter handelt. Metroid-Produzent Yoshio Sakamoto betont zwar immer wieder, dass seine Inspiration von den Alien-Filmen herrührt, die Sounds sind aber eindeutig eher beim Predator zu Hause. Wenn man den Redeads oder Zombies in Ocarina of Time begegnet, fragt man sich, wer zugelassen hat, dass das Spiel ab 6 Jahre freigegeben wurde. Während ihre Artgenossen aus Wind Waker klingen wie ein wütender Elefant, fragt man sich auf dem N64 noch, ob das Triforce des Mutes versagt hat und der Schrei tatsächlich Links Kehle entschlüpft ist.
Doch tatsächlich sind die mumifizierten Untoten selbst dafür verantwortlich und klingen dabei so, als würden sie die furchtbaren letzten Momente ihres Lebens erneut erleben. Ein schrecklicher Sound, bei dem man sich andere Gegner in den Raum wünscht, die einen aus der Schockstarre herausschlagen können. Das Einzige, das den Schrei erträglicher macht, ist der Umstand, dass die Redead tatsächlich Nom Nom machen, wenn sie Link beißen. Ahnungslose Left 4 Dead-Spieler sind den klagenden Rufen dieser armen Kreatur gefolgt und wollten sie vielleicht sogar retten, was selten gut ausging. Was lehrt uns das, liebe Kinder? Immer aufmerksam den als Tutorial fungierenden Introfilm ansehen. The Coma 2 Vicious Sisters ist eines meiner liebsten Horrorspiele aller Zeiten und maßgeblich verantwortlich dafür ist das Sounddesign. Wenn man mit seiner Taschenlampe vorsichtig durch die finsteren Gänge der Spielwelt schleicht und dann plötzlich die näher kommenden Stöckelschuhe deiner zum Monster mutierten Lehrerin ertönen, stellen sich sämtliche Haare an deinem Körper auf. Ganz zu schweigen, was sich alles aufstellt, wenn dann auch noch ihr Schrei ertönt, der signalisiert, dass sie dich gesichtet hat und die Verfolgung aufnimmt. Da wünscht man sich doch einfach nur, man hätte die Mittel der Fernsehserie zur Verfügung, oder? In der Legendary Edition hat man es signifikant runtergefahren, aber im originalen Mass Effect 1 bekam man noch ständig, und ich meine wirklich ständig, zu hören, dass jemand jemanden zerstören würde. Und natürlich, dass die Feinde überall waren. Nope. Wenn man realisiert, dass die Warnung vor dem Bosskampf in Mega Man X7 eine tiefere Bedeutung hat. Fun Fact: Flame Hyenard wird ab und zu im Kampf Burn oder sogar Burn to the Ground ausrufen. Die Sätze sind allerdings so selten, dass du sie unter Umständen gar nicht zu hören bekommst. Burn to the ground! Burn to the ground! Burn to the ground! Burn to the ground! Burn! Burn! Wie kann das an der Qualitätskontrolle vorbeigegangen sein? Die Stimmaufnahmen werden von den identischen Stimmaufnahmen unterbrochen. Boss, wie können wir Spieler dazu motivieren, die Zutaten zu finden, die wir hier versteckt haben? Oh, macht Donald einfach so penetrant wie möglich. Kingdom Hearts 3, in Fachkreisen auch bekannt als Donald Duck geht einkaufen. This might be a good spot to hide a dead duck. That's it. I've come up with a new recipe. Selbst wenn du Ignis in Final Fantasy XV ein Kochbuch voller Rezepte kaufst, stellt er es immer noch so dar, als hätte er selbst gerade ein neues Recipe erdacht. Je öfter man diese identische Szene vorgespielt bekommt, umso mehr wünscht man sich eine Szene, in der Ignis mitten in der Nacht aus dem Schlaf hochschreckt und ruft: That's it! Und während sich der Rest der Boyband dann noch verschlafen den Sabber aus den Mundwinkeln wischt, I've come up with a new Recipe! It's no use! Wenn Silver grundlos It's no use ruft, das spürt man einfach, oder? Allein dank dieser Voiceline fühlt sich der gesamte Bosskampf in Sonic 06 so an, als würdest du auf einem Trampolin hinfallen und all deine Freunde springen energisch weiter, um zu verhindern, dass du wieder aufstehen kannst. Als hätte man Silver gebeten, er solle sich Mühe geben, damit das Spiel nicht ganz so furchtbar wird. It's no use! Leon! Help! Leon! Wie viel willst du wetten, dass Leon seinen Namen nach dem 4. Teil so sehr hasst, dass er ihn gerne amtlich ändern lassen möchte? Als wäre es nicht genug, dass man seine Energieleiste, seine Munition, alle Gegner und dann auch noch ihre Energieleiste im Auge behalten musste, ebenso wichtig war es aufzupassen, dass die Göre nicht entführt wurde. Ihr Geschrei geht ja sogar noch nach dem Game Over weiter. Und dabei soll Sandy Cheeks doch die stärkste Bewohnerin von Bikini Bottom sein. Avoid the ground. Where did you learn to fly? Wo hast du gelernt zu fliegen, schwebender grüner Kopf? Du hast allen Ernstes den Nerv, mich zu beleidigen mit deiner furchtbaren Sichtweite und dem ganzen Müll, der hier ständig direkt vor meiner Nase ins Leben poppt?
Think you can take Don't forget me! Think you can take me! Don't forget me! Du weißt einfach, dass du Xenoblade spielst, wenn während einem Kampf niemand die Klappe hält. Die Soldaten im Spiel sind in einem Ping-Pong-Match zwischen egozentrischer Selbstüberschätzung und einer Existenzkrise gefangen. Und dann macht sich Mythra in Super Smash Bros. Auch noch über sie lustig. Think you can take me? Dabei könnte man doch alles so schön entschärfen. Was möchten Sie trinken, der Herr? Think you can make me tea? Wer hätte gerne noch einen Keks? Don't forget me! For House in Rocchini! Wenn du in Star Wars The Old Republic den Planeten Kopero besuchst, wünschst du dir augenblicklich, dass die örtlichen Soldaten ihrer Regierung gegenüber deutlich weniger loyal wären. Jason! 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 Jedes Mal, wenn ich einen Jason treffe, möchte ich X drücken. Vor allem ist das Einkaufscenter hoffnungslos überlaufen. Da wird doch mindestens ein anderer Jason herumlaufen, der irgendwann die Schnauze gestrichen voll hat und "Was willst du, Penner?" zurückruft. Am liebsten würde man Ethan nach Camp Crystal Lake schicken, um ihn dort nach Jason suchen zu lassen. Kingdom Hearts nochmal. Wenn's kommt, kommt's halt dicke. Nicht wahr, Phil? Ich find's toll, dass die Infobox das Ganze auch nochmal wiederholt, für den Fall, dass man es nicht mitbekommen haben sollte. Funktioniert in Deutsch übrigens genauso wunderbar. Spring auf den Rücken der Hydra! Spring auf den Rücken der Hydra! Listen! Was erhältst du, wenn du Navi mit einem Alligator kreuzt? Ein Navigator! Die kleine leuchtende Kugel in Ocarina of Time kann gleichzeitig ziemlich niedlich sein, zum Beispiel wenn sie sagt und der japanische Akzent durchkommt. Und furchtbar nervtötend. Die Kombination aus beidem ist wahrscheinlich auch, warum ihre wenigen Ausrufe unter Gamern unvergesslich und legendär sind. Selbst unter denen, die das Spiel nie gezockt haben. Skrillex hat es sogar in einem seiner Songs eingebaut und ich persönlich kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum das Lied Tears heißt. Retro Games. Das ist unfair gegenüber der Technik, die den Entwicklern damals zur Verfügung stand, ich weiß. Aber aus heutiger Sicht muss man zumindest mal kurz die wirklich antiken Retro-Games erwähnen und als Sündenbock habe ich mir Donkey Kong Jr. für den Atari 2600 rausgesucht. Hier entführt eine Mario-Statue einen riesigen Pfefferkuchenmann, während ein anderer Pfefferkuchenmann seinen Artgenossen befreien muss und dabei dieses herrliche Klettergeräusch ertönt. Das Spiel lässt die Donkey Kong-Version für den 2600 als Meisterwerk erscheinen, auch wenn die Laufgeräusche nicht weniger eingängig sind. Man wundert sich tatsächlich gar nicht mehr so über den Videospiel-Crash von 1983. Vergesst die hier nicht! Wenn du in die Sims gefeuert wirst, klingt das eher wie ein Upsi, sieht aus, als müsstest du ihr einen neuen Job suchen. Im ersten Die Sims hingegen klingt es mehr wie ein Ich weiß, wo du wohnst. Keine Ahnung, wie viele Kinder Anfang der 2000er Albträume von diesem Jingle hatten, nur weil man gefeuert wurde oder ein Waschbär aufs Grundstück gelaufen kam. Es wurde allerdings auch für das Auftauchen eines Einbrechers genutzt, weshalb ich immer einen meiner Sims über Nacht wach gehalten habe, um ihn nicht spawnen zu lassen. Nicht damit ich nicht bestohlen werde, sondern damit ich die Musik nicht hören muss. Du lässt deine neue Xbox an, um zum beruhigenden Sound des Dashboards einzuschlafen und dann wirst du von dieser verzerrten Stimme geweckt und fragst dich, ob du jetzt sterben musst, weil die Aliens angreifen. Ja, jeder ist ein echter Gangster, bis seine Xbox anfängt zu beatboxen. Es fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn du dich beim Sprechen verhaspelst und anfängst zu stottern und deine Freunde dich gehässig nachäffen. Das haben wir jetzt davon, dass Microsoft ihre Xbox wie Alien-Technologie wirken lassen wollte. Das Geräusch, das ertönt, wenn sie zu dir sagt, ich glaube, wir sollten Freunde bleiben. Das Zerbrechen deiner Spitzhacke ist der schlimmste Jumpscare, der dir widerfahren kann, wenn du um 3 Uhr nachts friedlich kilometerweit unter der Erde am Graben bist. Das wird nur noch getoppt von den sogenannten Cave Sounds, die um dich herum ertönen und dich den Kumpel verfluchen lassen, der dir Minecraft empfohlen hat, weil es so ein entspannendes Spiel ist.
Das komplette Spiel ist so verzerrt und unrealistisch. Aber wenn du diese verkabelte Tür öffnest, kriegst du auch ohne Wehrdienst Vietnam-Flashbacks. Es macht es keinesfalls besser, dass das Spiel deine Audioeinstellungen überschreibt, um die Explosion noch lauter auszuspielen und deine Ohren damit auch noch klingeln zu lassen, nachdem du deine Kopfhörer längst vor Schreck weggeworfen hast. Wie die ersten beiden Noten in L.A. Noire einfach identisch sind und du bangen musst, ob deine Schlussfolgerung nun korrekt oder falsch war, ist auf einem psychologischen Level zutiefst boshaft. Und Fallout-Fans werden zudem erwarten, dass der mysteriöse Fremde auftaucht. Und abschließen möchte ich mit einem Sound, mit dem das PS1-Kampfspiel Ehrgeiz beginnt. Es hätte der Auswahlsound sein sollen, nicht das verdammte Scrolling-Geräusch. God bless the fucking ring. Wenn du auch das Trauma von unsichtbaren Wänden in deinen Lieblingsgames durcharbeiten möchtest, habe ich hier das perfekte Video für dich vorbereitet. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder Retrojäger, Michael, Robin, Pure German Entertainment, Nix, Multi, Snake, Bibita und Dom Omlin für euren Lord-Support.